aus dem Ministerium der DDR und habe erwartet, dass er diese Mitteilung heute bekommt, die mir zugesagt worden war, dass eben Herr Bräutigam auf unsere Bitten eine Antwort bekommen werde. In Ostberlin wurde, wir haben es eben gehört, der ständige Vertreter der Bundesrepublik, Hans-Otto Bräutigam, offiziell im Außenministerium informiert. Bräutigam sagte anschließend, die Bundesregierung habe sich seit längerer Zeit um eine befriedigende Lösung der Probleme bemüht und er habe den Eindruck, dass die SPD diese Bemühungen in letzter Zeit unterstützt habe. Ostberlin, 16:30 Uhr. Hans-Otto Bräutigam, Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik, fährt am DDR-Außenministerium vor, um die Neuigkeiten in Sachen Asyl entgegenzunehmen. Gesprächspartner ist der stellvertretende Außenminister Nier. Eine halbe Stunde später erfahren die DDR-Bürger im Fernsehen, dass Ausländer ab 1. Oktober nur noch mit Anschlussvisum durch die DDR reisen dürfen. Die Wende in der Haltung der DDR zum Asyl kam heute Morgen ein wenig überraschend, aber so ganz unerwartet doch auch wieder nicht. Schon auf der Leipziger Messe Ende August hatte Generalsekretär Honecker im Gespräch positive Signale gesetzt. Und in der DDR-Presse ist die Kampagne gegen die Bundesrepublik in der Asylproblematik in den letzten Tagen stark zurückgegangen. So darf man mit einigem Recht vermuten, dass die Ostberliner Partei- und Staatsführung schon seit geraumer Zeit einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst hat. Abzuwarten bleibt, wie der im Einzelnen auslegbar sein wird, ob die Sowjetunion ihn mitträgt und vor allem, wie er sich ab Oktober in Zahlen auswirken wird. In Bonn hatte es heute Aufsehen erregt, dass das Einlenken der DDR zuerst vom Kanzlerkandidaten der SPD Rau bekannt gegeben wurde. Fragen unserer Korrespondenten an Johannes Rau und an Egon Bahr. Ist das Ganze so eine Art konzertierte Aktion in Sachen Asylrecht und Asylfrage seitens der Bundesregierung und der SPD? Ich finde, jeder muss tun, was er kann und muss das an Ergebnissen bringen, was zu holen ist. Und ich hatte immer gedrängt, dass auf politischer Ebene und nicht nur auf Referentenebene und mit öffentlichen Erklärungen der Kontakt zur DDR gesucht wird. Wenn Herr Schäuble daran mitgewirkt hat, ist das gut und nicht zu kritisieren. Es entspricht auch seinen Pflichten. Und wir haben auch versucht, unsere Pflicht zu tun. Und dann brauchen wir keinen Urheberrechtsstreit. Ist die Asylantenfrage also jetzt entschärft? Ist sie kein Wahlkampfthema mehr? Ich hoffe, es wird deutlich, wir können nicht alle Flüchtlinge aus aller Welt in der Bundesrepublik aufnehmen, aber wir brauchen das Grundrecht auf politisches Asyl. Ich hoffe, dass wenigstens die Grundgesetzdiskussion jetzt vom Tisch ist. In wessen Auftrag haben Sie verhandelt? Ich habe im Auftrag von Herrn Rau gesprochen. Ich hatte ja nichts zu verhandeln, ich hatte auf die DDR in Gesprächen und mit Argumenten einzuwirken. Die CDU beanstandet, dass Sie diese Ergebnisse bekannt gegeben haben. Ja, wir haben sie ja von der DDR bekommen an Herrn Rau, um sie auch bekannt zu geben. Wir brauchten sie ja nicht geheim zu halten. Wie lange haben diese Gespräche gedauert? Unsere Bemühungen gehen seit vielen Wochen in diese Richtung. Und wir haben jede Gelegenheit benutzt, um mit der DDR über die Ernsthaftigkeit dieses Problems zu sprechen, für alle unsere Bürger, aber auch für die Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Das letzte Gespräch hat gestern stattgefunden mit Herrn Axen, ungefähr 1,5 Stunden. Mit Ausnahme der Grünen begrüßten alle Parteien das Einlenken Ostberlins. CSU-Generalsekretär Tandler meinte gegenüber der Bild-Zeitung einschränkend, die Asylantensache sei eine plumpe Wahlkampfhilfe für Rau. Der parlamentarische Staatssekretär im innerdeutschen Ministerium Hennig